Ich denke, in den letzten Tagen hat jeder von uns das hier schon mal gesehen. Und das ist genau das, auf was ich heute hinaus will. Am Montag stand Bitcoin nämlich noch bei knapp 63.000 US-Dollar. Der Fear and Greed Index lag bei 29. Der Markt war seit Wochen tot und die halbe Krypto-Twitter-Blase hat sich darüber beschwert, dass einfach nichts mehr passiert auf der Welt. 5 Tage später, heute ist Samstag zum Zeitpunkt des Aufnahmezeitpunkts, Videos, wie auch immer, rund 77.000 Dollar. In der Nacht war Bitcoin kurz nur ein paar Dollar von 80.000 entfernt, auf die Woche gerechnet ein Plus von über 22%. Das ist die stärkste Woche seit 2024, also seit 2 Jahren kann man so sagen. Und jetzt der Teil, den du in den meisten Videos zu diesem Thema sicher nicht hören wirst, das hat eigentlich mit Krypto überhaupt nichts zu tun. Kommen wir, bevor wir alles andere mal in irgendeine Richtung rücken, jetzt erstmal zu den grundlegenden Fakten. Bitcoin hing ja seit Anfang Juli in der Spanne zwischen 62 und 67.000 Dollar fest. Und es war ziemlich lange so und es war ziemlich lange ziemlich langweilig, kann man so sagen. Die Volatilität war auf einem Mehrjahrestief, also es war einfach wirklich gar nichts mehr los. Am Mittwochabend ist die Decke aber gefallen, rund 8% in unter einer Stunde. Glassnode hat die Tagesbewegung als 5,8 Standardabweichungsereignis eingefordert, der größte Aufwärtsschock seit Oktober 23. Wenn man das so messen möchte, kann man natürlich ganz gut machen. Und der Rest ist natürlich mitgelaufen, das kann man auch so sehen. Ethereum stand wieder bei rund 2.500 Dollar, XRP ist von unter einem Dollar auf etwa 1,50 Dollar, 1,45 Dollar, 1,50 sowas gesprungen. Allein am Freitag knapp 15%. Solana über 90. Eine Einordnung, die man dann sagen muss, trotz all dem liegt Bitcoin immer noch etwa rund 40% unter dem Allzeithoch von 126.000 Dollar aus dem Oktober letzten Jahres und unter dem Jahreshoch von Januar. Das ist eine Erholung aus einem tiefen Loch. Das ist jetzt nicht unbedingt ein neues Kapital, beziehungsweise ein neues Kapitel. 3 Sachen haben das Ganze ausgelöst. Die erste hat mit Kryptowährungen ungefähr so viel zu tun wie mein Nachbar mit Formel 1. Das eigentliche Ergebnis kam am 19. August aus dem US-Finanzministerium. Kurz zum Hintergrund, die Rendite auf 30-jährige US-Staatsanleihen war mit 5,337% oder irgendwie sowas um den Dreh gestiegen. Höchster Stand seit 2007. Das ist nämlich ein Problem und zwar ein großes. Der amerikanische Staat verschuldet sich immer teurer und Anleger werden für sicheres Geld plötzlich richtig gut bezahlt. Wenn du 5% risikofrei kriegst, warum solltest du dann in irgendwas Volatiles gehen? Dann kam da die Ankündigung. Das Finanzministerium verdoppelt seine Rückkäufe langlaufender Anleihen von 2 auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar pro Operation für Papiere mit 10 bis 30 Jahren Laufzeit ab dem 9. September. Das bedeutet, die Renditen fielen, der Dollar wurde schwächer und Geld, das vorher sicher geparkt war, ging wieder auf die Suche nach mehr Rendite, wenn man das so sagen. Das ist eigentlich der Grund. Nicht Adoption, nicht irgendein Whale, nicht irgendein Coin mit einer tollen Story oder so ein Quatsch. Irgendeine Entscheidung von Anleihenrückkäufen. Ein Stratege von Bernstein, kennt man vielleicht, hat das ziemlich trocken zusammengefasst. Man sei kein Makroexperte, aber Bitcoin reagiere historisch positiv, vor allem auf Liquiditätsausweitungen. Und die Lustlosigkeit dieses Jahres kommt daher, dass nach dem Iran-Konflikt die Märkte enger wurden und der KI- und Halbleiterhandel sämtliche Liquidität einfach abgesaugt hat. Merkt ihr also einen Satz? So funktioniert Krypto 2026. Der Markt reagiert auf Liquidität. Alles andere ist ziemlich genau gesagt bei. Kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, der aber nochmal mit reinspielt, und zwar der Verstärker von dem Ganzen, und der ist rein mechanisch. 6 Wochen lang ist Bitcoin an derselben Obergrenze nämlich abgeprallt. Wenn das oft genug passiert, lernen Trader daraus und wetten beim nächsten Anlauf wieder dagegen. Sie shorten also. Und das kennen wir ja auch alle mal. Dadurch hatte sich zwischen 65 und 67 ein dickes Band an Liquidationsmarken aufgebaut. Da lagen, sag ich mal, tausende Positionen, die automatisch geschlossen werden, sobald der Kurs darüber geht. Und geschlossen heißt bei einem Short, die Börse kauft, und zwar zwangsweise. Und das am Markt. Du siehst, wohin das Ganze führt. Kurs steigt über die erste Marke, Positionen werden zwangsweise gekauft, das treibt den Kurs weiter, die nächste Marke reißt und noch mehr Zwangsverkäufe. Eine Rückkopplungsschleife nennt man das Ganze, wenn man das Ganze so bezeichnen möchte. Wir reden hier aber insgesamt von 2,7 Milliarden Dollar an Short-Positionen. Die wurden nach CoingGlass-Daten nämlich liquidiert. Leute, die also seit rund 6 Wochen lang gegen Bitcoin gewettet hatten, mussten ihn mit Verlust zurückkaufen. Und genau dieses Zurückkaufen war ein guter Teil der Bewegung, die du im Chart gesehen hast, beziehungsweise die wir ja jetzt gesehen haben. Der dritte Punkt kommt zeitlich hinterher und das ist eigentlich recht wichtig für das Ganze. Die SEC hat am 18. August nämlich einen Regulierungsentwurf für Kryptowährungen vorgelegt.
Und Trump hat sich im Weißen Haus mit Kryptomanagern getroffen, den Kongress zur Verabschiedung des Clarity Acts aufgerufen und angedeutet, die USA könnten selbst Bitcoin kaufen. Das klingt jetzt natürlich erstmal nach einem riesigen Katalysator, wenn man überlegt, was da dahinter steht. Das war jetzt aber nicht so, jedenfalls nicht für die erste Bewegung. Die Kommentare kamen Stunden später in einem Markt, der den größten Teil der Strecke schon hinter sich hatte. Sie haben einfach dem Ganzen, sage ich mal, ein zweites Standbein gegeben. Merkt ihr aber das Muster? Wenn eine politische Meldung und ein Kursanstieg am selben Tag passieren, heißt es nicht unbedingt, dass die Meldung den Anstieg verursacht hat. Reihenfolge prüfen lohnt fast immer. Kommen wir aber mal dazu, was jetzt für eine Rallye spricht. Und zwar halt eben die bekannte Bitcoin-Rallye. Ich habe ja jetzt gerade ein bisschen angedeutet, dass man sagen kann, ein Squeeze startet Rallyes, aber er trägt sie nicht. Also wer sich mit Squeezes auskennt. Das Ganze muss ich aber ein bisschen relativieren. Das liegt daran, dass das Geld tatsächlich gekommen ist. Die Bitcoin- und Ethereum-ETFs haben an einem einzigen Tag rund 800 Millionen Dollar eingesammelt, den zweiten Tag in Folge mit starken Zuflüssen. BlackRock allein hat 83% eines Zuflusstages von 606 Millionen auf sich vereint. Das ist kein Zwangskaufen mehr, das ist echte Nachfrage, die nach dem Squeeze übernommen hat. Und genau das war die Frage, an der sich entscheidet, ob es eine Bewegung hält, beziehungsweise ob so eine Bewegung stand. Natürlich gibt es aber auch ein oder zwei Punkte, die, sage ich mal, gegen eine zukünftige Rallye sprechen. Insgesamt 4 Punkte, weswegen ich jetzt sage, ich persönlich halte das Ganze jetzt eher mal ein bisschen vorsichtig. Erstens, und das ist das Seltsamste, während Krypto 22% gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf über 40% gestiegen. Vor einer Woche waren es noch 33. Für mindestens eine Erhöhung in diesem Jahr liegt der Markt inzwischen bei 77%. Der Markt feiert also Liquidität und preist gleichzeitig strafferes Geld ein. Eins von beidem stimmt auf jeden Fall nicht. Das kann man jetzt schon absehen. Zweitens ist es keine Altcoin-Season, auch wenn es sich so ein bisschen so anfühlt, wenn man sich zum Beispiel mal Ethereum anschaut. Die Bitcoin-Dominanz liegt bei knapp 60% und der Altcoin-Season-Index ist auf 33 von 100 gefallen. Vor einer Woche stand er noch bei 51. Was du gerade siehst, sind also Einzelbewegungen. Bitcoin Cash plus 31% an einem Tag, ein paar Meme-Coins um die 20%, teilweise Pepe noch viel, viel, viel mehr und so weiter. Das ist Rotation und nicht wirklich Breite. Dritter Punkt, während der Rallye sind über 43.000 Bitcoin mit Gewinn auf Börsen bewegt worden und die größten Gewinnrealisierungen kurzfristig Halter in diesem Jahr. Bedeutet übersetzt, eine Menge Leute zum ersten Mal seit Monaten ihren Einstiegskurs wieder und nutzen eben genau diese Gelegenheit. Das ist das Angebot, das auf den Markt kommt. Viertens, und das ist die grundlegende Frage, der US-Anleihenmarkt ist über 30 Billionen Dollar groß. 4 Milliarden pro Operation sind dagegen ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man das so sagen möchte. Der Finanzminister hatte nämlich nachgelegt, die Renditen seien zu hoch. Manche nennen das schon stille Geldmengenausweitung. Wenn der eigentliche Treiber also die Erwartung ist, dass da noch viel mehr kommt, dann steht diese Rallye auf einer Erwartung. Und Erwartungen kann man enttäuschen. Und wenn es dann wieder runtergeht, dann wird es wahrscheinlich genau dasselbe passieren, was jetzt in die Richtung oben gegangen ist. Sofern es aber auf der Gegenseite bei Standard Charten heißt es inzwischen, das eigene Jahresziel von 100.000 könnte zu niedrig sein. Andere rechnen mit einem letzten Abverkauf von 20%, bevor es wirklich dreht. Werden wir dann aber mal sehen. Also mit 100.000 meine ich, Bitcoin könnte Jahresende 100.000 wieder wert sein. Beides sind Meinungen von Leuten, die deutlich mehr Daten sehen als du und ich, sage ich mal, und sie widersprechen sich komplett. Was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme, ist weniger die Zahl als die Erkenntnis dahinter. Der Markt ist in 5 Tagen 22% gestiegen, weil eine Behörde eine Entscheidung über Anleihenrückkäufe getroffen hat, weil zu viele Leute auf derselben Seite standen und weil danach institutionelles Geld nachgelegt hat. Kein Coin hat irgendwas Neues geliefert, keine Technologie ist jetzt irgendwie schlagartig besser geworden oder so. Wenn du das einmal verstanden hast, brauchst du die meisten Krypto-Videos nicht mehr. Du schaust auf die Anleihenrenditen, auf die Liquidationsdaten und die ETF-Zuflüsse. Der Rest ist eigentlich eine Erzählung, die hinterher drüber gelegt wird, wenn man das so sagen kann. Meine persönliche Ansicht ist, wahrscheinlich wird es in naher Zukunft wieder ganz schön rasseln. Wir werden wahrscheinlich wieder ganz schön nach unten gedrückt werden, auch wenn es nur 2.000, 3.000 sind. Aber ich persönlich denke, jetzt ist erstmal dieses kurzfristige Hoch erreicht. Jetzt wird es sich erstmal wieder ein bisschen einpendeln und das wird den ganzen Bitcoin-Preis nach unten ziehen. Deswegen richte ich zum Beispiel jetzt meinen Trading-Bot erstmal darauf ein. Also neue Strategie eben für einen Bärenmarkt, wenn man so möchte. Also halt eben für schlechtere Zeiten, kann man so sagen. Das aber nur soweit von mir, ist natürlich jetzt keine Anlageberatung. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.